Hi Leute, ich bin Lucia vom Fahrradgeschäft Konrad in Frankfurt am Main. 2023 auf der Eurobike beim Riese Müller Stand. Bei mir mit dabei der Tobi. Hi. Und wir zeigen euch heute das brandneue Riese Müller Delight 4 GT Touring. Genau, also was sofort ins Auge springt, ist die neue Farbe. Bisher hatten wir ja Chili Matt oder Schwarz Matt zur Auswahl. Also gerade das Chili Matt war so ein bisschen spezieller, hat nicht jedem so gefallen. Und jetzt haben wir eine Farbe, ich glaube, die gefällt tatsächlich fast jedem. Tundra Grey hat man bisher beim Super Delight schon mal gehabt und ich glaube beim Load. Ansonsten, ja, tatsächlich bei dem Rad so erstmal komplett neu. Ja, also sieht super schön aus auf dem Rad. Matt mit einem Farbakzent. Also das Rad wird es auch noch in Schwarz-Matt geben. Das heißt, wenn ihr jetzt noch dieses Chili Matt haben wollt, dann seid schnell. Ein paar Händler haben es bestimmt noch. Wir haben es auch noch da. Und da müsst ihr euch beeilen, weil die wird es so nicht mehr geben. Und dieses Chili Matt hat der Riese Müller wirklich fast schon bekannt gemacht. Also recht ikonische Optik. Viele Hersteller haben es nachgemacht. Man wird im Verkehr gut gesehen, gefällt vielen Leuten sehr gut. Also ein paar wenige haben wir noch da. Was ist hier anders? Wir sehen es wahrscheinlich schon vom Rahmen her, Tobi. Ja, es ist halt viel länger geworden und das liegt halt eben daran, also auch hier haben wir jetzt den Schritt gemacht zum smarten System von Bosch. Das heißt, wir kriegen noch einen größeren Akku rein. Also hier können wir jetzt 750 Wattstunden reinpacken und deshalb ist das Unterrohr halt schon massiv länger geworden und auch ein bisschen anders in die Rahmengeometrie mit eingefügt. Es fällt tatsächlich erst so auf den zweiten Blick auf. So die grundsätzliche Optik vom Rad haben sie schon geschafft beizubehalten. Also es ist jetzt nicht so, dass hier der Motor irgendwie gedreht wäre und das Unterrohr ganz abgesetzt wäre. Es ist schon noch so die klassische Rahmenform, wie wir sie kennen, aber es fällt schon ins Auge, hier ist mehr drin. Ne? Ja, total. Also ich habe es tatsächlich doch schon relativ gesehen, weil ich mir auch nicht sicher war. Es gibt viele Best 3 Modelle, die werden einfach mit einem 500er, 600er Akku halt umgemünzt. Das heißt andere Anschlüsse, anderes Display. Aber hier sieht man, wenn man das Delight normal kennt, ne, dass das vom Unterrohr halt schon so hier ein Ticken länger ist. Es ist nicht viel. Also die haben das echt schön hingekriegt, hier das so zu integrieren. Hier auch noch eine neue Aufnahme. Ne? Also es ist nicht mehr dieser Gummifropfen, sondern hier schön die Klappe, die hier auf und zu geht. Ne? Und jetzt müsste halt wirklich jeder dann mit 750 überall hinkommen, weil es gibt ja noch diesen Power More, also der Range Extender, den man noch da drauf optional draufpacken kann mit 250 Wattstunden. Und dann ist man fast schon auf dem Niveau von einem kleinen Supercharger oder Super Delight, also in der nicht großen Version, weil die gibt es ja auch mit 2x500er Akkus. Wer natürlich auch da jetzt sagt, oh nee, jetzt 750, ich will 1000, 1250 beim Supercharger oder 1125, der muss halt auch schnell sein, weil es Super Delight und das Supercharger, da weiß man noch nicht so ganz, wie das in der Zukunft ist. Stand jetzt muss man mal gucken. Das heißt, da auch beeilen, viele Händler haben, oder was heißt viele, ein paar haben es vielleicht noch da, wir haben auch noch das ein oder andere Supercharger und Super Delight. Ne? Genau, also es ist halt tatsächlich so, dass erstmal kein Update für diese beiden Supermodelle kommen wird. Das wird noch eine ganze Zeit dauern, bis es da was Neues gibt. Die werden wohl erstmal weiterlaufen, also sind nach wie vor dann eben aktuelle Räder. Aber man muss mal gucken, vielleicht ist ja irgendwann doch die Möglichkeit da, dass man auch mit dem neuen System 2 Batterien verbauen kann. Ist halt noch nicht absehbar. Ja, vielleicht gehen wir so aufs Rad selbst mal noch kurz ein. Ich meine, ihr kennt natürlich die Plattform, ihr kennt das Bike an sich. Hier haben wir eine ziemlich schöne Version stehen, die so in der Kombination auch erstmal neu ist. Wir haben ein Fox-Fahrwerk, also Fox-Gabel vorne und Fox-Float-Dämpfer in der Mitte. Und das Ganze funktioniert jetzt dann auch ohne Dropper Post. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu konfigurieren als vorher. Weil vorher, wenn ihr Fox haben wolltet, da war dann auch gleich das Paket, wo die Dropper Post dabei ist, zu konfigurieren. Und hier haben wir jetzt halt mal eine Variante stehen, GX, also mit grobstolligeren Reifen auch, dem Fox-Fahrwerk und eben keiner Dropper Post. Also mehr Kombinationsmöglichkeiten haben wir jetzt auch. Ja. Also das ist eine Option, wo bei uns oft wir in der Werkstatt umbauen mussten, weil dann Leute sagen, ich will dies, das, jenes, aber das bietet Riese Müller nicht an, ihr müsst mir das umbauen, haben wir natürlich immer alles gemacht. Aber hier ist es so, ihr könnt euch das jetzt halt so konfigurieren, wie es tatsächlich hier steht. Preis sind wir halt schon bei 7.500 hier, Fox, ne, großer Akku.
Und wenn halt die absenkbare Sattelstütze noch dazu kommt, müsst ihr ungefähr 200 € rechnen. Das geht sogar noch. Wenn wir diese verbauen, müssen wir auch dafür ungefähr mit Einbau berechnen. Ne? Sogar manchmal, je nach Qualitätsstufe von der Seatpost, vielleicht sogar 300. Nee, aber genau, das hat schon gesagt gehabt mit den Preisen, ne? Was das ausmacht, Fahrwerk. Nee, hat man noch nicht. 600, das Fox, wenn du auf Fox upgradest. Ne? Wenn man nur die stolligen Reifen haben will mit der absenkbaren Sattelstütze, wie gesagt, sind das so roundabout 200, vielleicht 250. Das ist noch nicht alles final, das passiert dann jetzt in den nächsten Wochen. Was fällt sonst noch auf oder was gefällt dir gut, schlecht? Also was mir immer gefällt, ist, wie treu Riese Müller zu Magura steht. Auch hier haben wir wieder 4 Kolben vorne, 2 Kolben hinten, eine super starke Magura-Bremsanlage verbaut. Das kennt ihr alles schon, gehen wir jetzt gar nicht so im Detail drauf ein. Aber das ist halt einfach eine schöne Geschichte, dass es dabei bleibt. Was komplett neu ist, das sehen wir auf der anderen Seite. Und zwar haben wir hier die GT Touring Variante und Touring, das heißt ja bei Riese Müller eben immer Kette. Und hier haben wir jetzt nicht, wie wir es gewohnt sind, die 11-Gang XT verbaut, sondern die neue Shimano Qs. Also die E-Bike-Schaltung, sage ich mal, die Shimano in diesem Jahr mit Macht auf den Markt bringt. Mit Macht eben deshalb, weil die ganzen E-Bikes im Training-Bereich jetzt wirklich sehr, sehr gerne damit ausgestattet sind. Und es macht tatsächlich auch Sinn, so eine smooth Linklight-Kassette zu fahren mit dieser Schaltung. Ist einfach materialschonender, wird wesentlich länger halten. Gut, zusammenfassend, ne, kann man sagen, vieles, was hier so bewährtes ist, ne, ist beibehalten worden. Ne. Was sich geändert hat, ist Akku. Der ist nochmal länger und größer geworden. Wir sind jetzt von 625 auf 750 mit der Option im Range Extender. Das heißt 625 auf 750 bzw. 1000 Wattstunden. Dann sind wir von XT-Schaltgruppe auf die neue Shimano Qs, ne? Qs, wie man es ausspricht, die ein bisschen materialschonender und langlebiger ist. Dann haben wir die Displays geändert zum Best 3 System, dass wir halt Kiox 300, Kiox 500, whatever holen können. Ne? Wir haben Fernlicht beibehalten, wir haben Bremslicht und das sind so diese 4 Neuerungen, würde ich mal sagen. Mehr fällt mir da, glaube ich, auch nicht ein, dass man hier noch ein bisschen anders konfigurieren kann, halt, dass es jetzt auch die GX-Option geht, ohne eine absenkbare Sattelstütze, wer sie nicht braucht. Und das sind so diese quasi Highlights oder halt Veränderungen. Ne? Genau, das ist jetzt mal so unser Ersteindruck. Erstes Rad auf dem Riesen Müller Stand, direkt ins Auge gesprungen. Wir sind mal gespannt, was wir noch so finden. Bleibt gerne dran beim Kanal, wir senden noch viele Videos. Genau, abonniert gerne und drückt die Glocke, wenn ihr nicht weitere Riese Müller Videos verpassen wollt. Ansonsten würde ich einfach sagen, ja, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Riese Müller Eurobike oder Konrad Video. Ne? Bis dann, macht's gut, ciao Leute.